3 Essregeln in der Gastronomie. Heute zu Gast bei Rocotto in Berlin. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt genauer an. Andres, schön dich zu sehen. Grüß dich, willkommen. Vielen Dank für deine Zeit heute. Wir haben ein spannendes Thema mit dir vorbereitet, 3 Essregeln in der Gastronomie. Bevor wir aber starten, Andres, möchtest du mal kurz erklären oder auch sagen, wie bist du in diese Branche überhaupt gestartet? Was sind so deine Roots? Genau, ich bin Andres Sardeña, ich bin Besitzer von Rocotto Restaurant in Berlin und wir spezialisieren uns in die peruanische Küche. Und komm, ich zeige dir den Laden. Andres, ich weiß auch, deine Roots sind eigentlich komplett woanders. Ne? Also du kommst jetzt nicht 100% aus der Gastronomie, du hast ja was anderes vorher gemacht. Magst du uns mal verraten? Genau, ich bin Umwelttechniker, ich habe hier Umwelttechnik und regenerative Energien studiert. In Berlin? In Berlin, genau, und aber immer in die Gastronomie gearbeitet. Also die Gastronomie ist meine Leidenschaft, weil ich mag mit Menschen zusammenarbeiten und ich kann nicht 8 Stunden in einem Büro sitzen sozusagen. Genau, und... Also es ging dir dann auch sozusagen wirklich dann um den Mensch. Du wolltest dann handwerklich tätig sein, dass du dann auch was direkt an den Kunden, an den Gast rüber liefern kannst und auch gleichzeitig Feedback generierst? Genau. Das ist, was man am liebsten von die Hotellerie und der Gastronomie mag, weil das ist ein Feedback zu bekommen und das ist deine Belohnung sozusagen. Wenn die Gäste glücklich ist, dann bist du auch glücklich. Andres, jetzt wo ich reingekommen bin, ich war nicht das erste Mal da, aber man fühlt sich sofort abgeholt bei dir. Immer herzlich willkommen, schöne offene Bar. Genau, aber kommst mal rein und wir gehen jetzt mal nach hinten und zeigen dir den Lokal. Sehr beruhigendes Ambiente hier, oder? Schön mit den Bildern. Was mich sehr, sehr schnell abholt hier bei dir ist auch das Kunstwerk hier, die Dame. Genau. Ich denke, es ist ein Teil von unserer Realität. In Peru, die Frauen müssen Tag zu Tag arbeiten gehen, damit sie den Brot verdienen können. Und hier sieht man auch eine Frau aus den Anden, die in den Bergen ist, große Hände, weil sie arbeiten muss, unsere blaue Himmel und immer mit dem Kind, weil sie kann nicht einfach zu Hause bleiben und ein Kind erziehen. Sie muss jeden Tag arbeiten gehen. Beeindruckendes Bild. Ja. Beeindruckendes Lokal auch, also wirklich sehr, sehr schön. Für Thema 3 Essregeln und Fisch habe ich was vorbereitet, also komm in die Küche bitte. So, das ist unser Reich, Christian. Und hier ist Jimmy, unser Küchenchef. Freut mich. Er kommt aus Peru und arbeitet schon seit 1,5 Jahren hier im Rocotto Restaurant. Sehr schön. Heute macht Jimmy ein Ceviche für uns, die typischen Gerichte aus Peru. Und wir sehen hier den frischen Fisch auf jeden Fall. Das haben wir schon sauber gemacht und wir haben nur den Filet. Und jetzt schneiden wir den Fisch in Würfel, ein kleiner Würfel, so 1x1 ungefähr, damit die Säure mit dem Eiweiß von dem Fisch sich mischt. Auch wie hier, wie wir hier dann richtig sehen, hier sind wichtig die 3 Essregeln. Genau, also da ist die 3 Essregeln auf jeden Fall drin, weil es kommt auf jeden Fall Salz, der Fisch ist schon sauber und Zitronensaft von den Säure, genau. So, hier macht Jimmy, hat den Fisch schon gesalzen, ein bisschen Pfeffer und den Koriander. Wir benutzen nur die Korianderstangen, weil in den Korianderstangen sind die meisten Geschmacke von Koriander. Also es ist mehr Geschmack als in die Blätter. Genau. Wie lange dauert normalerweise ein Ceviche ungefähr, bis es zubereitet ist und dann am Gast fertig? Also nicht mal 3 Minuten. Also Ceviche ist ganz, ganz frisch. Muss nur die obere Oberfläche von dem Fisch mit dem Zitronensaft sozusagen gekocht. Also im Endeffekt, Ceviche ist wirklich, Qualität ist der Key. Ja? Wenn die Qualität nicht passt, kannst du kein gutes Ceviche machen. Genau. Und das ist die Vielfalt von der peruanischen Küche, weil die peruanische Küche hat auf jeden Fall viele Einflüsse. Also die Japaner sind gekommen und die Afrikaner sind gekommen vor 100 Jahren als Sklaven zu arbeiten nach Peru. Die haben auch selber ihre Zutaten gebracht und auch selber die Zutaten, die in Peru gefunden haben, integriert und dann ist die peruanische Küche entstanden. Würdest du sagen, ist bei dir jeder Tisch ein Ceviche am Abend? Ja. Wir haben ein dreierlei Ceviche auch, also 3 verschiedene Ceviche-Sorten oder den klassischen Ceviche oder Ceviche Mixto und jeder Tisch ist fast Ceviche. Was macht er jetzt hier mit der weißen Flüssigkeit? Das ist die Leche de Tigre, das ist die ganz bekannte Leche de Tigre und die Leche de Tigre ist Limettensaft mit schon ein bisschen Koriander, mit Sellerie,
und Zwiebel. Und das so ein Fond? Ein Fond, also ein Fischfond, und damit wird auch den Ceviche so gegart am Ende sozusagen. Tolles Gericht, ja. Wie viele Leute arbeiten bei dir so jetzt am Wochenende in den stressigen Zeiten in der Küche? Also in der Küche sind wir zu viert. Zu viert? Zu viert auf jeden Fall, und im Sommer sogar zu fünft. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier den Mais, den peruanischen. Das ist den geröstete peruanischen Mais, genau. Also ist ein zweierlei Mais. Es zweierlei Mais, genau. Safran kommt immer rauf? Nee, das ist kein Safran, das sind Chilifäden. Aha. Genau, als Deko, und so wie Koriandersprossen, um mehr den Geschmack zu erweitern, und so ist so ein Ceviche bei uns in Rocoto. Macht ihr da noch irgendwie Öl, Salz oder irgendwas? Alles fertig. Anderes das Thema Nachhaltigkeit, ökologisch, Plastik im Meer. Wie wichtig ist dir das Thema auch bezüglich dem Fisch, was ihr tagtäglich euren Kunden serviert? Ja, auf jeden Fall ist ganz wichtig, eine gute Qualität zu geben, aber leider es gibt keine gute Transparenz für Fisch, so wie bei anderen Produkten mittlerweile, oder die ganz ökologische Transparenz du hast. Ne? Du kannst sehen, okay, der Bauer hat die Eier gemacht und dort, und so wie andere Sachen. Aber fürs Fisch hast du nicht so eine Transparenz. Und ich finde, das muss sein, weil so kann man auch die Gäste und auch der Restaurant oder den Lokal, die den Fisch bearbeitet, auch was Richtiges oder Qualitatives einbringen. Ne? Damit du auch ein gutes Gefühl hast, du achtest auf Qualität, du gibst auch bewusst gerne viel Geld aus, damit das alles passt, aber damit du auch ein gutes Gefühl hast für die Natur, für die Nachhaltigkeit, aber auch für den Kunden. Eben, ist auch ganz wichtig, auf jeden Fall die Natur, weil es auch so viel Plastik am Meer ist, und man weiß genau, woher die Fische kommen, ne? welche Transparenz da hinten gibt. Absolut richtig, ich würde mir auch viel, viel mehr Transparenz wünschen, in der Hinsicht bezüglich Lebensmittel. Schön, es geht weiter. Danke, Jimmy. Ich freue mich, dass wir da wirklich selbst zuschauen durften und die 3S-Regeln mit dem Ceviche auch perfekt verbinden konnten. Andres, eine letzte Abschlussfrage an dich. Welche Tipps hast du für unsere Gastro-Kollegen da draußen? Worauf sollten sie achten bei der Qualität, bei der Lagerung von Fisch, damit man da auch gesetzlich konform ist? Ja? Genau, also Fisch muss auf jeden Fall die Kühlkette nicht unterbrechen worden. Die muss gut riechen und auf jeden Fall so schnell wie möglich essen können. Großartig. Andres, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir lassen uns erst mal schmecken. Auch vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart. Bleibt dran bei unserem Kanal, abonniert ihn und bis bald. Tschüss.